Guten Morgen, liebe Freunde, und guten Morgen, lieber Mopsi. Hallo, ich zeige auf den Mops. Auf welchen Mops? Ach so, auf den. Sonst heißt es wieder, ich würde hier alles sexualisieren, deswegen lasse ich das mal lieber. Ja, deswegen mache ich das jetzt. Ja, das ist ja was anderes, aber ich habe auf jeden Fall auf diesen Mops hier hinter mir gezeigt. Den meinte ich, ja, damit das klar ist. Ich habe hier niemanden sexualisiert. So, wunderschönen guten Morgen und einen schönen Donnerstag. Ja? Ja. Ja. Was ist denn heute? Heute ist Mittwoch. Ja, dann einen wunderschönen Donnerstag. Es ist mitten in... ja, es ist schon 23 Uhr und wir haben gerade eben kurz gelivestreamt auf Twitch, weil ich das nochmal hier testen wollte mit diesem wunderschönen Programm namens Streamlabs OBS und irgendwie hat es eine Benachrichtigung, Notification gemacht, dass ich auf YouTube live wäre oder komme zumindest, aber eigentlich war ich nur auf Twitch, deswegen keine Ahnung. Du hast auch nur Twitch eingestellt. Und ich habe auch nur Twitch eingestellt. Also, was passiert hier? Dachte ich zumindest, ich verstehe das Programm immer noch nicht, ich muss glaube ich echt wechseln. Es ist auch immer noch eine Beta-Version, die einfach super nervig ist, irgendwie mittlerweile, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir da schon mal angekündigt in dem Twitch-Stream, weil wir das eigentlich auch öfter machen wollen in Zukunft. Wir haben da so 1, 2 Ideen, die wir umsetzen wollen. Achtung. So. 1, 2 Ideen, die wir umsetzen wollen auf Twitch, zusammen mit euch, die bestimmt ein bisschen Spaß machen, nicht nur mit K-Pop zu tun haben, aber vielleicht auch so etwas wie mit Games oder auch so Just Chatting oder so, habe ich gehört. Wer auch der eine oder andere interessiert, das könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr daran interessiert wärt, dass wir uns da einfach mal hinsetzen, unterhalten. Übrigens auch nicht in dieser Location, sondern drüben. Im anderen Raum, da gibt es einen sehr, sehr schönen Platz. Ja, einen sehr schönen Meeting-Platz, wo man auch so ein bisschen Quatsch machen kann und auch mit dem Whiteboard. Vielleicht kann man da Charade oder sowas spielen. Da haben wir die eine oder andere Idee und vielleicht dann eben auch mit Gästen zusammen. Deswegen schreibt das gerne in die Kommentare, ob ihr Bock drauf hättet, dass wir regelmäßig, weiß nicht, vielleicht einmal die Woche erstmal oder zweimal die Woche irgendwie abends dann so einen Twitch-Livestream machen, wo wir dann irgendwelche unterhaltenden Dinge tun, die nicht unbedingt direkt mit Musik-Reactions zu tun haben. So, habe ich alles gesagt. Wieso muss Butch eigentlich immer seinen Hintern in die Kamera halten? Ich glaube, der muss mal in ein Hip-Hop-Video. Ja, sowieso ist es die meiste Ansicht, die wir von Butch haben, ist tatsächlich sein Löchlein hinten. So, wir haben es gerade im Stream auch schon angekündigt, dass wir Winner hier abchecken werden mit Really Really. Das war ein kleiner Sneak Peek im Stream. Das waren jetzt so irgendwie 20 Leute knapp. Die haben das schon mitbekommen. Tja, es lohnt sich, überall zu folgen. Ich sag's ja jedes Mal. Es steht unten auch nochmal alles in der Beschreibung. Stalkt. Ja. Und gucken wir mal hier rein, oder? Yes. Hörst du was? Mhm. Bevor ich es zu lange laufen lassen, wieder ein Copyright-Problem bekomme. Sehr, sehr, sehr schöne, warme Chords, die hier mit so einem Synthesizer tatsächlich einfach eingespielt werden, aber die haben rhythmisch, sowas holt mich dann direkt schon ab, rhythmisch. Machen wir mal. Was? Ja. Hier übrigens mit so einem High-Cut. Also die Höhen, die Frequenzen, die höheren Frequenzen sind rausgedreht und dann kommen die so langsam durch eine Automation wieder rein. Und so hat man dann diesen Effekt, dass sich dieser Synthesizer langsam immer heller wird und dann so ein kleiner Wupp, das ist die Kick einfach reversed vor die erste Kick gesetzt, vor die 1. Wupp. Aber ist da nicht auch wie so ein Riser oder kommt das von den Stimmen? Ja, auch so ein sehr grainiger Riser. Ja. Auch die Snaps, ne? Ja, Drum Filling.
Da ist auch so ein kleiner Beckenfill-In tatsächlich. Also ganz kurz nur so. Das ist wirklich auch wieder mit der Hi-Hat, die übrigens hinter dir steht. Wäre das so ein ganz kurzer, ich versuch's mal über die Luft zu spielen, weil die Hi-Hat steht einen halben Meter hinter Dana. Das ist so ein, wenn er geschlossen, es muss geschlossen sein, dann spielst du geschlossen und dann auf. Das macht einen anderen Sound, wenn es offen ist, als wenn es zu ist. Oh, der Mops ist im Weg. Mops, spiel du doch mal. Oh, sieht man die Hi-Hat? Man sieht die Hi-Hat. Jetzt. Ja, man kann übrigens die Höhe auch verstellen, wie unterschiedlich hoch das sein soll. Hört man mich? Ja, man. Das ist nur so ein... So ungefähr wäre das. Nur, dass es jedes Hi-Hat-Becken kann natürlich anders klingen. Und wenn man das Ganze nochmal als Synthesizer hat, beziehungsweise als digitale Sounds, gibt es natürlich auch super viele Variationen, die alle so... Ist es sehr laut? Ja. Die alle sehr, sehr ähnlich klingen können. Ja, ich habe ja einen Limiter drin, aber der greift gerade bis zum Boden quasi. Ja, das dazu. Kleiner Exkurs spontan. Cool. Ja, Gott. Nicht im Pakt. Oh, schöner Pre-Chorus. Was interessant ist so ein Instrument im Hintergrund, das so ein bisschen die Melodie vom Sänger gerade mitspielt oder der Sänger die Melodie von dem Instrument. Ne, so im höheren Bereich. Das ist halt auch so Synthesizer, es geht vielleicht in so eine Flötenrichtung, sage ich mal, inspiriert von einer Flöte, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist ganz wichtig, dass dieses Instrument da ist. Es ist im Mix zwar nicht so laut, dass man jetzt sagt, boah, das klatscht mir in die Fresse, aber es ist wichtig, weil es einfach den Sänger rhythmisch und tonal, also wirklich auf beiden Ebenen nochmal verstärkt, ja, das, was er da singt, weil er da rhythmisch auch mit diesem Instrument gleich einhergeht und tonal das einfach nochmal ihn quasi so eine, wie eine Mehrstimmigkeit, so eine Topline da quasi. Oh. Auch schöner Chor hier vorne. Mehrstimmen. Cool. Echt cool. Geil. Smooth, richtig, ja. Hat schon, also jetzt nicht so eine klassische Sommernummer, aber finde ich voll so eine Sommernummer. Ja, Good Vibes. Laune, ja, Good Vibes. Sonnenschein, so. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist einfach durch die ausgewählten Sounds, würde ich sagen, ist so ein bisschen, aber auch die Melodie, finde ich, ist so schön und macht gute Laune. Ich will jetzt nicht sagen easy listening, aber es lässt sich tatsächlich leicht hören, weil easy listening ist manchmal kommt so ein bisschen beleidigend drüber. Aber es fließt gut durch so. Ich finde, das ist eine gute Mainstream-Nummer, die man sich gut so anhören kann. Wir haben jetzt auch bewusst Really Really genommen. Wir wollten eigentlich erst Ah Yeah nehmen, die neuere Nummer. Aber die wenigen, die im Livestream waren, haben alle gesagt Really Really, weil das irgendwie die coolere Nummer gewesen sein soll wohl. Aber man kann ja mal gucken, was da noch daraus wird. 정해보자 호칭 허니 말고 자기 어린 darling 나 간지럽네 상상해봐도 긴장돼 필요해 나도 받고 덤치는 산만해도 네 앞에선 작아지네 Oh 내 맘 알까나 첫눈에 미끄러. Na und hier zum Beispiel ist auch nochmal ganz klar zu hören, dass man Adlibs eben auch nicht nur durch Lautstärke
ja, in die Gesamtposition da platzieren kann, sondern auch tatsächlich durch die räumliche Platzierung wieder, weil seine Adlibs, die sind ja richtig verteilt dann jeweils auf ganz rechts, glaube ich sogar, oder ganz rechts und links. Was war das gerade? Oh, jetzt habe ich die Stelle verpasst. Ja, hier. Ich höre es mir ja rechts. Ich auch. Aber man muss sagen, es ist nicht nur rechts. Ich glaube, der Reverb spielt noch ein bisschen nach links rein, also der Nachhall. Und da sind auch Stellen gedoppelt. Die sind aber nicht so laut. Aber das ist nicht nur eine Mainstimme, die man hier hört. Da sind schon auch gedoppelte Stellen. 미끄러지듯이 falling in love 내 맘을 훔친 범인인 건 너의 미모 질투의 여신도 내 심장의 떨림은 진도 치명적인 매력이 내 Was sagst du zu den Anzügen? Das sind schwarze Anzüge. Super! Aber die sitzen halt auf jeden Fall gut, ne? Also die sind gut gemessen worden. Ja, maßgeschneidert wahrscheinlich. Aber auch hier die Krawatten sind doch auch was Besonderes, oder nicht? Weißt du, diese schmalen Krawatten sind? Ja gut, im Krawattenland kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie die da alle heißen. Ne? Okay. Krawatten und Anzüge sind nochmal eine ganz andere Welt für sich. Also komplett eigene? Ja. Okay. So Anzugschnitte, Anzugmaße, Krawattenknoten, Formen. Das ist nochmal was komplett anderes. Krass. Ja. Okay. Deswegen gibt es ja auch spezielle Anzughäuser oder Anzughersteller. Ah ja. Ja. Ach, deswegen, okay. Weil das eine komplett eigene Fashion-Welt ist. Ja, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr speziell. Obwohl die so simpel aussehen und man denkt, ja gut, ist, so wie du gerade gesagt hast, ja gut, ist ein Anzug. Das ist wie bei Mädels mit Blazern. Geh mal zu Zara einen Blazer kaufen, wenn der dir wirklich zu 100% passt, dann hast du die Figur von dem Fitting-Model von denen oder von so einer Figur halt, ne? Aber wer hat das schon? Sowas wird dir nie einfach passen, weil gerade bei solchen Teilen kommt es halt wirklich sehr krass auf die Maße an. Ja. Ja. Das glaube ich. Okay. I'm done now. Ja, ist ja klar. Also, das ist halt nichts, was irgendwie super krass stretchy ist, was beweglich ist. Nee, das ist etwas genau angepasst sein. Genau, eigentlich ist auch logisch. Es stammt ja aus einer Zeit, wo man Klamotten oder wo man Kleidung nur auf Maß bekommen hat, nur maßgefertigt seine Teile da hatte und alles andere waren Säcke. Ja, und dann nur natürlich der hohe Adel oder sonst wo, je nachdem, wo man halt eben herkam kulturell, war das alles maßgeschneidert. Da gab es das ja nicht, dass man da so, hier, ein T-Shirt, es passt 50% der Leute oder 95%. Ja, das ist halt was anderes, ne? Weil ja, und sonst so Unterkleider anders, und so, selbst die Sachen, die man nicht gesehen hat, waren da teilweise auch schon maßgeschneidert. Oder zumindest irgendwie von jemandem aus dem Haus dann irgendwie genäht. Das ist schon krass. Deswegen, ja, macht Sinn. Bei Anzügen bis heute noch. Ja. Sowas ist halt geil, wenn die wirklich genau auf die Musik auch so Textparts dann machen, wo jetzt eben diese quasi wie so ein Break. Das ist geil. Schönes Detail. Okay, warte. Bevor der Riesenbreak kommt, ich wollte eigentlich noch sagen, dass die mehrstimmigen... Oh, witzig. Die haben das McDonald's-Sign rausblurren müssen. Das ist aber auch mies. Das ist richtig ärgerlich, sowas. Naja, gut, man sieht es nicht so lange wahrscheinlich. Aber man erkennt es auch krass, dass es ein McDonald's-Sign ist. Hier die obere Gesangslinie von ihm. Super schön hoch. Sehr schöne Harmonie hier eingesungen. Wahnsinn. Was passiert jetzt? Nö, ist gut noch. Ja, das
Da ist auch übrigens wieder die Breast-Section drin, die berühmte. Die ist nicht ganz so böse, aber sie ist da. Die ist so oft, merkt ihr vielleicht mal, wie oft das tatsächlich immer der Fall ist. Ich liebe Breast Sections. Und wirklich auch immer auf die 1 den kompletten Akkord gespielt. Hä? Er hat ein dunkles und ein helles Glas? Oder keins? Ich glaube keins, oder? Nee, da ist eins drin. Die West Coast. 너도 날 좋아할 것 같아 말해줘 지금 당장 만나 나 진심으로 내게 할 말이 있어 말해줘 지금 당장 만나 Das ist schön, weil er direkt singt eine schöne Harmonie, also ist zweistimmig. Ja, sehr schön, weil es zweistimmig im Stereo noch verteilt, deswegen klingt es vielleicht erstmal auch ein bisschen anders, weil alle Stimmen doch sehr mittig angelegt waren. Hat aber was Schönes, weil es eine schöne Harmonie ist. Ja. Ich dachte gerade, die Achse bricht hier gleich. Guck dir das mal an, wie das runtergedroppt ist. Oh. Aber das ist... Oh, okay. 네가 좋아 really really yeah 날 좋아해 Hey. Das Instrument klingt so interessant irgendwie. Voll. Haben die nochmal... Geil, dieser... yeah 날 좋아해 Mega cool, ey. Auch ein geiles Statement so mit dem Schwarz-Weiß-Video und so. Das ist schon echt cool. Hast du gesehen, wie so ein... Die Jacke, ja, so ein die Gurt habe ich da auch irgendwie. gerade angeguckt. Aber ist das an der Jacke? Hat er drüber gezogen wahrscheinlich. Schöner Song, Geil auf Alter. jeden Wir haben Fall. von Winner bisher gar nichts gehört, ne? Nein, von Winner noch nicht, aber Ayer wurde auch sehr oft nachgefragt. Ja. Und wenn du zurück skippst, von einem der Member, der hatte auch schon mehrere Solo-Projekte. Ja. Mino. Ja, haben wir auch einige geschickt, genau. Genau. Ja. Ah, okay. Cool, ey. Richtig coole Nummer. Macht richtig Spaß. Hat halt schon so einen internationalen Vibe auch. Sehr sogar, weil es auch keine krassen Breaks oder sowas gibt, also einen Wechsel im Genre oder sowas gibt. Aber finde ich gut. Jetzt wird mich tatsächlich direkt im direkten Vergleich interessieren, aber das machen wir dann wann anders, damit das Video nicht zu lange wird und die Übersetzung nicht zu lange dauern. So, also vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an. Den Ehrenmann und vielleicht auch für die Ehrenfrau. Sie ist ja auch immer hier auf dem Kanal. Könnt ihr auch mal Glöckchen nur für sie anmachen. Warum nicht? Oder schaut auch bei ihr auf dem Kanal vorbei. Unten alles verlinkt. Da die Dana Rolle ist das, die da neben mir sitzt. Die hat auch einen YouTube-Kanal. Könnt ihr mal vorbeischauen. Darauf klicken und auf Abonnieren drücken. Und da kommt jeden Sonntag vielleicht ein Video von der jungen Dame, wenn ihr ganz lieb zu ihr seid. So bekomme ich zumindest alle meine Sachen von ihr.